Emptied out my soul. You've heard it all before. Honest, but I know. Left these years ago. I was young and I'm old. Ja, willkommen zurück auf meinem Blog. Heute schon die 12. Ausgabe. Das heißt auch, dass ich das jetzt schon 12 Wochen mache. Ist ja unglaublich, weil ich habe jetzt jede Woche einen Blog rausgebracht. Dafür, dass ich es nur rudimentär machen will, doch sehr regelmäßig. Heute ist der Lauf nach dem Lauf, den letzten Lauf, den ihr im letzten Video gesehen habt, den ich auch gebrochen habe. Und heute geht es mir deutlich besser. Es ist zwar immer noch drückend schwül, aber ja, Gott, es ist nicht mehr so warm und angenehm zu laufen. Und ich laufe jetzt noch so vom Gewitter, da soll gleich ein Gewitter kommen, dass ich das noch ein bisschen nutzen kann. Ja, heute möchte ich tatsächlich mal den Berg hochlaufen wieder. Und zwar wir laufen hier den kleinen Weinberg hoch, das sind irgendwie so 140 Höhenmeter. Ist nicht viel, dann gehen wir hier rüber, dann hier lang und dann wieder hier runter nach Hause. Ja, das steht heute so ein bisschen auf dem Plan. Ein bisschen Bergtraining. Ja, ich bin jetzt hier an einem mega riesigen Mondfeld vorbeigelaufen. Also wir sehen hier alles voll. Ich habe das auch gerade beim Laufen ein bisschen gefilmt. Und meine Frage ist an euch, der sich damit auskennt, ist das Mohn für Mohnbrötchen? Ja, nein, vielleicht. Oder gibt es da anderes Mohn? Ich bin da kein Experte. Es sieht auf jeden Fall echt wunderschön aus. Und auf der anderen Seite wächst das Getreide. Also hier ist wirklich gerade bald Erntezeit. Ja, ist einfach schön zu laufen. Für den Allergiker vielleicht nichts, aber einfach schön. Ja, ich habe jetzt rund 7 Kilometer geschafft, habe meinen Weg ein bisschen umgeplant. Ich wollte einfach die Bergkette eigentlich langlaufen, habe ich nicht gemacht. Ich bin nochmal schön an den Weizenfeldern und Mohnfeldern vorbeigelaufen und das war einfach so schön. Dann bin ich das eine Stück wieder ein bisschen zurück, bin ich halt das Doppelte gelaufen, aber ist egal. Knapp 7 Kilometer, 120 Höhenmeter. Also dafür, dass ich gestern abgebrochen habe wegen Kreislauf, war das wirklich sehr gut. Ich bin zufrieden und ja, so langsam muss ich mir da meine Leistung kommen. Letzten Sommer war ich definitiv fitter als diesen Sommer, aber das habe ich ja schon mehrmals erwähnt. Und das ist schon irgendwie krass, wenn man 2 Monate fast nicht was gescheit machen kann, wie das einen zurückwirft. Und ja, aber wir sind hier nicht zum Meckern, wir sind hier da, um uns aufzubauen. Ja, und deswegen heute, wie gesagt, der Lauf, morgen ein bisschen Core-Training und Dienstag oder Donnerstag dann wieder ein Lauf mit der Anni und ja, Basistraining, wie es schon klingt. Heute war quasi so ein Bergtraining. Und es ist einfach so schön. Also man muss es einfach genießen, das schöne Wetter. Man weiß nie, wie lange es ist, wie der Sommer wird. Bis jetzt ist er ja eigentlich ganz schön, ein bisschen zu trocken, aber ganz toll. Ja, wie ihr gerade gesehen habt, ich nutze hier auch ein Proteintrink. Das ist ein bisschen übertrieben. Ich habe hier von Dextro Energy, nehme ich jetzt immer so ein After Run. Ja, Getränk, was ich nehme, um ein bisschen die Regeneration voranzutreiben, um hier einen gewissen Haushalt auszugleichen. Ich habe mal gelesen, dass das hier nicht so überkonzentriert ist, weil viele Sachen sind jetzt überkonzentriert und ja, das nutze ich immer zur Regeneration, ist eigentlich auch ganz gut. Seit ich das nehme, fühle ich mich auf jeden Fall fitter. Ob es Placebo ist, ich glaube nicht. Also es ist wirklich so, dass die Beine sich gut erholen, wenn ich dann sowas getrunken habe. Das ist auch überhaupt nicht gesponsert, das habe ich mir mal einfach selber zugelegt und habe das entsprechend in meinem Blog gelesen. Ich verlinke euch das Ganze mal und ja, das ist immer so, was ich nach dem Lauf nehme, um mal wieder hier dann wieder fit zu werden. Aber ich würde sagen, dann ist der Tag erstmal zu Ende. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zur Anni für unseren Basislauf. Und ja, es ist der erste Lauf mit der Forerunner 255. Ich habe ja ein Event hinterlegt und bekomme jetzt dafür Trainingsvorschläge. Das hat heute wunderbar funktioniert. Ich soll einfach ein bisschen Ausdauerlauf machen. Das ist jetzt aber nur ein Event, das ich einfach mal hinzugefügt habe, um das Ganze mal zu testen, wie das überhaupt funktioniert. Ihr bekommt dann auch einen detaillierten Trainingsplan für das Event angezeigt. Das finde ich echt ganz toll. Ich finde es schade, dass die Phoenix noch nicht hat. Ich hoffe, das kommt auf der Phoenix und Apex Uhr auch noch, weil das ist echt ein tolles Feature. Aber ich würde sagen, es geht erstmal los und dann testen wir die Forerunner 255. Jetzt sind wir schon unterwegs. Heute wollen wir dann doch auf den Berg hoch. Für die Annis ist es das zweite Mal. Ja. Ich habe dazugehört. Ja. Das erste Mal ist schon ein Jahr her. Das erste Mal schon ein Jahr her. Genau, deswegen machen wir es ganz gemütlich und die Hitze ist auch ein bisschen drückend, ne schon? Ja.
Jetzt knapp 10 Uhr. 10 Uhr wollten wir loslaufen. Nicht alle waren pünktlich. Manche haben auch noch geschlafen um 10. Man muss dazu immer erwähnen, dass ich auch um 5 schon wach war. Wegen den Kindern. Sowohl heute als auch gestern. Ja. Also, naja. Ruhephasen sind wichtig. Und man nimmt, was man bekommt. Ne? Genau. Beim Schlafen. Das könnte man jetzt falsch verstehen. Und falls ihr mal nach Heppenheim kommt, hier oben ist auch ein wunderschönes Weingut. Da könnt ihr mal vorbeikommen, euch da hinsetzen. Ich empfehle schon Sachen, wo ich noch gar nicht war. Ne? Ja. Aber es ist schön da Aber oben. es sieht super aus. Es sieht zumindest gut aus, ja. So, wir sind jetzt am ersten Anstieg. Also wichtig ist hier, wenn ihr das erste Mal macht, oder ganz am Anfang seid, kleine Schritte zu machen. Nicht auf die Pace gucken. Da empfiehlt sich dann tatsächlich Wattesystem zu nutzen. Die Forerunner 255 unterstützt mittlerweile auch hier nativ in der Kombination mit einem HM-Brustgurt. Und dann könnt ihr mal gucken, das, was ihr in Watt lauft, im Flachland, das könnt ihr auch im Berg laufen. Und das seid ihr dort deutlich langsamer. Aber darauf kommt es ja nicht an. Erstmal kommt es darauf an, anzukommen. Und ja, so ein bisschen trainieren. Geht's dir? Noch gut. Noch gut. Ja, ich habe so ein bisschen Mitleid. Tatsächlich. Ja, dann sehen wir hier auf der Forerunner die ganzen Displays, die ich eingestellt habe, so das Standard-Display. Dann habe ich mir so die Herzfrequenz unten anzeigen lassen, oben den Trainingseffekt und jetzt die Pace, wie gesagt, wir laufen gerade ein Stück. Und was wir noch dazu bekommen, ist jetzt auch das Höhenprofil. Das sehen wir jetzt hier, einen kleinen Anstieg, den wir gelaufen sind. Und bei der Uhrzeit bekommen wir jetzt auch angezeigt, dass der Live-Track läuft, sofern ihr den verwendet. Ja, dann sehen wir auch hier noch die Wattmessung. Oben sehen wir hier die Watt, die ich laufe. Wir haben jetzt hier so eine kleine Laufpause zwischen reingelegt und sehen wir jetzt hier jetzt im unteren Bereich. Dann haben wir hier noch die Bodenkontaktzeit und die Balance. Und dann haben wir noch das vertikale Verhältnis und die Schrittlänge etc. auch ebenfalls angezeigt. Und es gibt nichts Schöneres bei diesem Wetter als Schatten. Oh, der Planet brennt echt gut schon, gell? Um die Uhrzeit. Ja, also die Weinberge, die verschärfen das Ganze echt nochmal ganz gut. Das sind so kleine Schattenpassagen, echt toll. Each other, I know we feel the same about the situation, like we're stuck inside a game. Time to get out. Ja, wir unterbrechen das Ganze noch so ein bisschen mit Laufen, gehen, um da ein bisschen reinzukommen und gucken, dass hier der Puls passt. Geht's immer noch gut? Ja. Ja, das klang jetzt nicht so überzeugend. Ja, wir machen einfach langsam. Bin schon stolz, hast schon einiges geschafft. Ja. Fast am Gipfel angekommen. Fast am Gipfel. Ich sage jetzt nicht, dass wir die Hälfte erst hier haben. Weil ich kann mich noch daran erinnern, als ich das erste Mal hochgelaufen bin. Ich bin echt viel gelaufen. Also es ist wirklich, da muss man erstmal reinkommen in die ganze Sache. Und, aber es geht dann schneller, als man denkt. Wenn wir das öfters machen, Ja. kriegen wir hin. Das kann Wird ja, jetzt noch wird ja auch irgendwann wieder kälter, dann ist es auch nicht mehr ganz so hart. ja, oder man läuft halt abends. Ne? Let's go our own way. Now's the time to decide what to do and I'll stand by you. Ja, mal einen Blick auf die Forerunner. Wir sehen jetzt hier auch das Bergprofil, was wir gelaufen sind. Wir kommen dann in Echtzeit angezeigt. So, geschafft, yeah! Sehr gut. Wir haben jetzt 156 Höhenmeter. Ich muss sagen, dafür, dass du es sonst nicht machst, sind es 156 mehr als sonst. Und hier oben dann ist das Kreuz. Und natürlich obligatorisches Handy dabei, ne? Selbstverständlich. So, jetzt heißt es 156 Höhenmeter runter. Und? Ja, läuft. Läuft. Das sind jetzt andere muskuläre Belastungen. Ich bin mal gespannt, wie es danach geht. Sie wird mich hassen. Aber wie findest du jetzt? Den Eindruck? Ja. Also so, ich meine jetzt, wie du dich fühlst. Die Gegend ist super schön. Nee, aber dein Laufeindruck das erste Mal. Also okay, das ist schon sehr anstrengend, aber da geht noch was. Da geht noch was, ja. Wir machen das öfters, dann wird es besser. Übung macht den Meister. Don't be afraid, we'll be okay. Ja, aber meine kleine Ausrüstung oder Nachbesprechung nach dem Lauf. Das ist das schöne Weizen, schöne Freude, alkoholfrei mit Zitrone, sehr lecker. Ein Regenerationstrank, ein bisschen Wasser, die GoPro. Ich schneide jetzt hier gleich noch ein bisschen den Block, beziehungsweise ich habe jetzt hier auch schon angefangen, wie ihr seht, hier für die Forerunner 255 das Video zu machen. Das soll dann die Woche rauskommen. Da zeige ich dann wieder alle Funktionen. Falls euch interessiert, lasst auch gerne ein Abo da. Ich bin weiter dran, die Forerunner 955 zu bekommen. Es ist echt nicht einfach, aber ich nerv einfach weiter, bis es klappt. Und ja, den Garmin Edge 1040 habe ich auch angefragt. Bin mal gespannt, ob das funktioniert. Ich bleibe auf jeden Fall dran und will auch das Gerät euch vorstellen. Man kann nur nicht alle Geräte halt kaufen, deswegen muss ich auch mal gucken, dass ich da ein Review-Gerät bekomme. Oder falls ihr jemanden kennt, der sowas auch zur Verfügung stellen könnte, dann schreibt es auch mal gerne in die Kommentare. Da ist vielleicht auch eine Möglichkeit. Oder wenn du
ein Geschäft hast, eine Kooperation, da bin ich auch immer offen für. Da kannst du dich auch gerne melden. Ansonsten würde ich sagen, was für die Woche. Ich wünsche euch eine schöne Woche und wir sehen uns dann nächste Woche. Viel Spaß!